Hallo und herzlich willkommen zurück zu Steelrising. Ich habe beim letzten Mal noch rausgefunden, dass der Ton doch nicht weg war. Also, er war weg, aber nicht grundsätzlich, sondern bloß hier die Musik irgendwie. Im Menü war nämlich der Navigationssound noch da. Aber, ja, war das halt mal eine kürzere Folge, ist ja jetzt auch kein Weltuntergang, behaupte ich mal. So. Wir holen uns jetzt schnell unsere Essenz zurück. Das geht ja vermutlich relativ zügig. Da waren nicht so viele Gegner. Ja, ärgere mich noch. Wow. Ich muss auch noch ein paar Mal hier das Abkühlen benutzen. Ich habe gesehen, es gibt ein Achievement für, wenn man das, glaube ich, 50 Mal benutzt. Und das ist eins der Achievements, die die meisten Leute haben. Aber weil ich ja das Abkühlen gar nicht benutze, weil es irgendwie dumm ist, habe ich das Achievement natürlich auch noch nicht. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie ging es hier weiter? Unten war irgendwo der Hund. Ach, ich renne einfach durch. Das war der eine Shortcut. Der Shortcut war doch in der Nähe von meiner Essenz. Ich kann auch einfach nachgucken. Ah, da ist wieder ein instabiler Automat oder was? Jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, wie ich es in der letzten Folge dann eigentlich verkackt hatte zu sterben. Ich weiß, dass ich irgendwann runtergefallen bin. Ach ja, ich wollte da drüben drauf hüpfen. Ich glaube, das war letztlich das Problem, oder? Weil das jetzt eigentlich nicht so schwer aussieht. Aber schon wieder fast verkackt. So, da drüben ist eine Truhe. Da ist auch noch ein Item. Nein! Boah! Alter Falter. Da habe ich gedacht, das ist schon wieder vorbei. Ah ja, meine Essenz liegt da unten. Das ist natürlich sehr hilfreich. Okay, also die ist verloren. Oh. Das sieht auch tödlich aus. Oh. Boah, da komme ich doch nicht rüber, oder? Das ist doch jetzt Quatsch. Da könnte ich rüberkommen. Aber da war ich ja im Grunde schon. Aber da unten noch nicht. Jetzt das Problem dabei ist, dass die Steuerung halt nicht immer sehr präzise ist. Aua. Was? Ich war doch weg. Ah, perfektes Ausweichen. Aufladen, wie auch immer. Meins. Mann, 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 Mann. So, also da wäre noch ein Item. Das könnte funktionieren. Also das Schlimmste ist, wenn man sich darauf verlässt, dass man greift an der Kante. Weil das funktioniert sehr unzuverlässig. Und daran kann man dann halt schnell sterben, weil wenn wir stürzen, ist es vorbei, ne? So. Okay, da war jetzt wieder das Problem, dass er wieder im blöden Laufmodus war und nicht im Rennmodus. Da schon wieder! Was soll denn der Scheiß?
Ja, nix festgehalten. Das kannst du halt nicht bringen ins Spiel. Von hier komme ich da doch auch nicht rüber. Ne. Keine Chance. Naja, dann scheiß auf das Item. Komm. Hab ich das? Das war jetzt auch wieder... Wie mir das Lied vom Tod. Naja. Gerade kurz überlegen müssen, wo der Weg war. Achso, kann ich ja mal wieder mein Navi anmachen. Also ich habe noch zweimal Ölbürett und... Ja, ist ja gut. Achso, ich kann aber... Ja, ist... Monsieur Marat's men waged a terrible fight here. Some of these poor men were trampled to death. Ja, ein stabiler Automat, habe ich jetzt auch wieder nicht so Angst vor. Ach Gottchen. Das ist schon fast ein One-Hit. Ja, guck mal. Hälfte haben wir schon. Ja, das ist ja blöd. Jetzt nicht übermütig werden. Ja. Hätte mich auch nicht so oft treffen brauchen, aber da war ich ein bisschen arrogant. Nehme ich schon zu. Hui. Le Gaste Sack. Haben wir hier. So. Da sieht's aus, als sollte man unbedingt runterhüpfen. Nicht? Ah ja, da. Das muss ich wieder reparieren, wie es aussieht. They barricaded themselves in to escape the enemy. The only way through is the hard way. Heilen wir uns einmal, Tränke auffüllen und alles. Modulplätze. Oh, ich habe noch 2 übrig. Ja, was habe ich hier jetzt noch? Oder ist das hier gemeint? Also die Waffen. Au! Mann! Gar nicht mitgekriegt. So, da, Notiz. Oder so. Fangen wir mal hier an. So, eine Seite aus dem Tagebuch eines Patrioten. Die Zeit für die Entscheidungsschlacht ist gekommen. Die Wochen unter der Erde haben uns abgehärtet und wir sind jetzt bereit, Montmartre, unsere letzte Bastion, zu verteidigen.
Entweder siegen wir oder die Maschine, die unsere Reihen gelichtet hat. Oder die Maschine, die unsere Reihen gelichtet hat. Wir haben den Ort für unseren Kampf gewählt. Trotz unserer schwindenden Zahl arbeitet die erste Kompanie hart daran, den Boden der großen Höhle zu untergraben. Es ist an uns, die das Schicksal für die gefährlichste Mission auserwählt hat, den Gegner dorthin zu locken und festzusetzen. Keiner ist zu weltfremd zu hoffen, er könne diesen Kampf überleben, doch wir ziehen mit Herzen voller Liebe für das Vaterland in den Tod. Vive la France! Es lebe Louis-Philippe I., König der Franzosen. Aha. Also wirklich ein Patriot. Okay, wieder Vision, das ist gut. Ich brauche ja noch 2 für diesen... Wie ist der? Langkurs oder so? Look at them, parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. Lacklos. The Queen is said to have read your liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I work to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. So, Nummer 2. Da brauchen wir noch das 3. Muss nebenbei wieder ein bisschen arbeiten. Alles easy peasy. So, was haben wir hier? Blutige Dolmenjacke. Monsieur Marat befreien. Befragen. Den muss ich erstmal finden. Das ist doch das eigentliche Problem. Mugglerhut. Mandarinwams. So, dann gucken wir mal. Ich habe schon lange keine bessere Ausrüstung mehr gefunden. Ich werde doch nicht schon die beste haben nach ein paar Stunden, die ich da investiert hatte, um die zu finden. So. Und da fehlt noch irgendwas. Kann ich hier wohl noch was haben? Ich könnte die Bomben auch mal wegtun, die nerven mich da. Hab ich eh schon ewig nicht mehr gebraucht. So, Module haben wir wieder was Neues. Reparaturmodul. Immer noch kein neues. Echt uncool. Alchemie-Schutzmodul. Gegen alle Arten. Ja, es ist halt schon praktisch, ne? Aber ich weiß halt nicht. Ja. Ach, ich weiß es nicht. Punkt. Punkt, Komma, Strich. Aufladestabilitätsmodul. Da haben wir doch aber ein Stufe 2 Teil. Das ist der Stufe 2 Teil. Gibt es da auch schon Stufe 3 Teil? Oh. Den benutze ich ja sehr häufig. Was macht das nochmal? Das habe ich doch eh noch kein einziges Mal benutzt, oder? Ich nehme mal das da. Ja, wenn sie kaum noch Leben hat, ist halt ein bisschen... Das wäre vielleicht noch was, falls ich das mal häufiger benutze. Das auch wieder, wenn sie kaum noch Leben hat. Das ist natürlich ganz cool. Oh.
Ja, machen wir das mal so. Achso, da war noch was. Tagebuch. Ruhm und Unehre. Okay. Genau. Ja, jetzt müssen wir aber diesen Mission noch finden. Das hier ist ja offenbar eine Sackgasse, oder? Ah, okay. Upsi. Monsieur Marat. Hey, who goes there? La diable, je m'attendais. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, oui. You're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de la Clos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? It was on the Queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom, where she should never have set her dainty little feet? No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. What, with you? You in what army? That's quite amusing, you must admit. And you, Monsieur Marat? Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. And that's the only way to reach the Bastille. And yet that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This will allow you to reach the lower tunnels. Perfekt. Ah, da haben wir noch Notizen. Ein gegen Monsieur de Lafayette gerichtetes Pamphlet. Bla 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 bla. Ich möchte hier die Falschheit des Marquis de Lafayette anprangern, des aufstrebenden Tyrannen, auf dessen Schultern das Vertrauen einer durch perfide List geblendete Nation derzeit ruht. Es ist bekannt, wie ich in frühen Veröffentlichungen den grenzenlosen Ehrgeiz unseres lieben Moutier angegriffen habe. Was noch nicht bekannt ist, er hat geschworen, mich zu töten. Und ich war gezwungen, mich zu verbergen, um seiner Rache zu entgehen. Lieber Leser, ich muss Ihnen mitteilen, dass das Regiment, das meine Druckerpresse zerstören und mich aus meinem Heim wegbringen sollte, vom Châtelet entsandt wurde.
Wenn unser sogenannter Nationalheld Soldaten des Reiches straflos befehlen kann, ehrliche Bürger zu unterdrücken, wenn er die Polizeigewalt nutzen kann, um einen persönlichen Streit aus dem Weg zu räumen, wer verhindert dann, dass er diese tapferen Männer gegen das gesamte Volk einsetzt? Was werden die Franzosen, die zu ihm als ihrem Retter aufsehen, davon halten? Indem er den Beschützern der Nation befiehlt, die bürgerliche Freiheit mit Füßen zu treten, kann der Marquis nur danach streben, einen Bürgerkrieg zu entfachen. Dieser Mann ist unwürdig, die Verteidiger des Vaterlandes zu befehligen. Die Bürger dürfen solch empörendes Fehlverhalten nicht hinnehmen. Sie müssen sich gegen das schreckliche Unheil wappnen, das dieser Amtsmissbrauch unweigerlich zur Folge hätte. Und hier gegen Monsieur Mirabeau diesmal. Welch geschickten Kniff Monsieur de Mirabeau uns vorspielte, als er seine Brust den Bajonetten entgegenstreckte. In den Augen des Volkes erstrahlte die Flambeau de Provence, Fackel der Provence, nie heller. Dennoch muss der Schleier fortgezogen werden und die Wahrheit muss über Monsieur Riquets Wichtigtuerei seine scheinbare Würde triumphieren. Denn er ist nichts weiter als ein Sklave der Gunst, ein Höfling, ein eifriger Handlanger der Obrigkeit, der die Maske des Patriotismus trägt. Saint Mirabeau, der noch vor 2 Jahren seine Boulotten für 6 Livres verpfänden wollte, badet jetzt im Überfluss. Er hat jüngst ein Haus für die Summe von 200.000 Livres gekauft und bar bezahlt. Er hat 3 Mätressen, die er mit Geschenken überhäuft. Er lädt viele Gäste ein und hat seine Schulden beglichen. Auf wessen Kosten, frage ich. Auf Kosten der Nation, deren Interessen er stets an den Monarchen verkauft hat. Wie die Salunke den Unwissenden zum Heiligen erklärt haben und den die blinde Masse beharrlich krönen möchte, über seine törichten Anhänger lachen muss. Seine Verachtung für die Sache des Volkes ist so groß, dass er sie nicht einmal mehr zu verbergen versucht. Listiges Chamäleon, du magst deine Farbe ändern, doch meinem Blick entgehst du nicht. Ich beobachte deine geschickten Verwandlungen und lenke die Aufmerksamkeit des Publikums darauf, damit es nicht länger von dir verwirrt wird. Unwürdiger Parvenu, werden wir unsere Rechte, unsere Freiheit und unser Glück nicht opfern. So, hat der jetzt noch was zu sagen? Have you fixed the walkway? I am working on it, Monsieur Marat. Achso. That's the only way to reach the lower tunnels. The mechanism is on this level, near the walkway. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there. Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? Talkative. He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the automats. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Very well. I encourage you to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Monsieur Marat, did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Charlotte? Me take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. Dites-moi, Monsieur Marat, what exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt, and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry.
Chief among them? That crook, Lafayette. That Trenz Sabre. A career soldier who thinks he's Caesar. Not content to maintain an army of rats, this Blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Kameraden. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city, under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. My hours are numbered. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as to name them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every color of the rainbow. The Marquis de Lafayette, Monseigneur de... Say no more. They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the king is sure to triumph. Who is Monsieur de Leclos? A brilliant writer whose pen has shaken the old world, but is also an experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause, to his great misfortune, it would appear. There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. Okay. Naja, dann gehen wir halt jetzt mal weiter in diese unteren Regionen. Mir fehlt noch eins von den Echos für den Thanks to what I learned from Monsieur Marat, Laclos. I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Voila. That should have fixed the walkway. Aber ich schätze mal, das wird es dann da unten geben. Da muss ja dann auch noch der Boss sein. So, einmal A. Ach, nach oben fahren könnte ich auch. Habe ich hier quasi noch einen Quick Travel freigeschaltet. Ah, das ist wahrscheinlich der ganz am Eingang gewesen, oder? So. Damit könnte ich ihn rufen, wenn er nicht hier wäre. Ach, vielleicht komme ich jetzt noch an meine Essenz. Das wäre ja was. So, ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht in eine Falle reinlaufe. Und BAM! Ach komm! Alter, Cheater. Da will man mal cool spielen und dann cheaten die. Aber so wirklich, ist es stärker als vorher? Also ich muss irgendwie dahin. Oder? Snakey. Ja, mein Fehler. Lämmgranaten, Kapsel. Okay, aber da komme ich.
nicht durch. So, da war ich gerade. War krumm. Ja, also Art Design gefällt mir schon sehr gut in dem Spiel. Da vorne ist wieder so ein Klopfer. Oben liegt noch ein Item. Ach, scheiße. Oder? Ist das eine Heilfähigkeit gewesen? Ach, komm jetzt. Ja, da wollte ich jetzt zu cool spielen. So, wo muss ich jetzt weiter? Dort entlang. So, da gibt es jetzt auch wieder 2 Wege nach oben. Aber die scheinen sich da schon direkt zu kreuzen. Ah, das ist das letzte? Ja, perfekt. Monsieur Laclos was the Duc d'Orléans' Das ist doch sehr faithful gut. retainer who was to prepare the way for his takeover, and now he has become one of the king's most bloodthirsty automats. How ironic. How ironic. So, da haben wir noch ein Item. Früher habe ich ja wirklich immer Item gesagt statt Item. Damals. Mit der jugendlichen Naivität. Und ich würde es wieder tun. Okay, also den Laclos müsste ich ja jetzt dann befreien können. Moment. Das war jetzt halb geplant, halb nicht geplant, dieser Absturz. Ja, komm jetzt. So.
Anima Essenz, ich kriege dich nie wieder. Aber ich habe schon wieder fast ein neues Level up. Oh, das sieht aus wie ein Boss, oder? Ah, nee, das ist eine... Satile. Dann kein Boss. Also nicht, dass es schlimm gewesen wäre. Bin ja sozusagen vorbereitet. Ah, da geht's hoch. Das war jetzt auch Schmarri, was ich gemacht habe. Da ist ein Item. Boah. Dass der mich das sieht, ey. Was? Also beträchtlich mehr Schaden sieht für mich anders aus. Irgendwie beträchtlicher. So, hier war der Checkpoint. Das heißt, ich muss tatsächlich da hoch. Ist natürlich jetzt nicht überraschend, aber ein bisschen schon. Das da könnte ein großer Fehler sein. Ah ja. Den Zentauren besiegen. Mal gucken, was der kann. Okay. Mache ihm auf jeden Fall sehr viel Schaden. Oh, ich habe noch eine bereit gehabt. Shit. Also Feuer ist bei ihm nicht so effektiv, habe ich das Gefühl. So, Menschen auf 50%. Boah. Greifen wir uns mal noch einen Trank rein. Ja, das ist doch blöd. Ach, fuck. Oh, fuck. Was ist denn jetzt?
Da noch einer. Ah. Springer von Montmartre. Yes! Leclos, you're alive. Platoon. Ready. Fire! Fire at will! Oh, Senor. We can't stop them. They're upon us. Fixed bayonets. Fixed bayonets! The fighting has stopped. It's over. Voyez? The huntress Diana appeared to us. She's the one who saved you. But the troops... Where are the troops? You are the only survivor, Leclos. No. No. We were so close. But those machines... An entire battalion would have been unable to defeat them. We were forced to retreat. Chased into these tunnels by the automats. It was madness to attempt an attack on the Bastille. You're wrong. I'm a military man. It was a bold maneuver, but it was a calculated risk. After all, that old fortress is a pile of stones with no buffers, curtain walls, or bastions. As for its garrison, our agents were certain. Only a handful of veterans should have been there. A single charge should have sufficed to disperse them. But the king made other arrangements. He increased the fortress's defenses and placed a swarm of automats at the service of a terrible machine. Why did you launch this attack? 3 of our companions were held captive in the fortress. Our best agents. Agents? Spies, if you prefer. We, the supporters of the Duc d'Orléans, have always worked in the shadows, within the Queen's entourage, in the tribunes of the Estates General, among the patriots in the clubs, amidst the rank and file in the army. We have had some success, you have to admit. What machinations have you discovered? Enough to make Monsieur Marat's ink flow and bring down our rivals. Necker's speculations, Lafayette's dishonorable behavior, Mirabeau's corruption, and many darker secrets. Such as Lafayette's plot to rescue the Dauphin and his sister Charlotte. How on earth do you know that? She seems as well informed as we are. Was? Wo ist der Ton? Sprich! Sprich mit mir! Muss ich halt auch noch Untertitel lesen. Ach, es ist Kacke. Once again, the king has won. That won't always be the case. But right now I have something urgent I must do. Das war ja jetzt Kacke. Tell me about this machine that guards the Bastille. We were prepared to face an enemy, not an executioner. That thing, half butcher's block, half stocks, was designed to make heads roll. Who captured you, monsieur? There was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin. Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions, with a voice that ordered me to kill, again and again. Okay. I intend to enter the Bastille and free Monsieur de Vaucanson. For what possible reason, mon Dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines. Indeed, it's possible. In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants, then don't waste a second. Let's not stay here much longer, Marat. Let's head back to our burrow.
There's still some wine left in this pot. More than enough, Leclos. More than enough. Wonderful. We'll drink to our broken dreams until this finally comes to an end. Okay. Habe ich jetzt hier noch eine hohle Kanonenkugel beschaffen? Steinbruch verlassen. Achso, ich kann aber beim Brust noch was einsammeln, bestimmt. Untermodul. Modulschlüssel und Orchalchrum waren. Wo ist jetzt diese Kanonenkugel? Ja, Nebenaufgabe. Das ist der Blaster, wie auch immer. Achso, da muss ich quasi mit ihm reden. Oder was? Also das ist in der Bastille. Das kann ich mitteilen im Wagen. Und das ist... Also da warte ich immer noch auf die Königin. Das heißt, ich müsste jetzt diesen blöden Prototyp noch irgendwie kriegen. Aber da komme ich nicht mehr hoch hier, oder? Also ich weiß gar nicht, ob ich da hoch will. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ich habe das Gefühl, das Ding wandert auch mit hoch. Die Distanz bleibt konstant. Auch irgendwie... Ah, jetzt ist es ein bisschen tiefer. Öl. Also mittlerweile habe ich sehr viel Öl, das ist praktisch. Here you are at last. This is where the path to the Bastille begins. And to think, I would have never thought you'd make it this far. Cependant, I would advise you not to rush. The fighting in these tunnels has weakened the structure. If you go in there, I'm afraid you won't be able to turn back. Delor, I have just one bit of advice to give you. Before going any further, make sure you're not leaving behind any unfinished business. Ah, okay. Any commitments that you've not fully met. I shall return to my hiding place. In these unsure times, you can never be too careful. Ne croyez-vous pas? Das klingt aber dann schon sehr nach Ende. Auf jeden Fall mal noch ein Level up. Gerät habe ich diesmal nichts. Was cool wäre, die Kapazität nochmal hochsetzen zu können. Müsste ich wohl mal besser suchen. Ich könnte natürlich auch mal hier meine ganzen Seelen noch verkaufen. Achso. Ja, schauen wir mal, was wir rauskriegen. Ich finde es echt dämlich, dass es... Ach doch, da oben, 71.000. So, reicht doch noch für 1, 2 Level-Ups. Könnte ich natürlich auch hier nochmal gucken. Betäubung, Spezialtechnik-Schaden. Ja, das ist aber deutlich besser. Konstruktion war Panzerung. Ja, auch nicht schlecht.
Ein Level Up habe ich nur noch. Oder halt meine Resistenzen. Aber jetzt bleibe ich auf dem eingeschlagenen Weg, würde ich sagen. Cool. So, und wo muss ich jetzt lang? Da lang. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal noch nach da. Mal Lucky machen, wo ich hier bin. Oh. Einfach ein Überraschungsangriff. Ah ja, das ist praktisch. Na. So. Kutsche, dann schreibe ich da noch die Korrespondenz schnell. Achso, das geht gar nicht, oder was? Na gut. Also dann hole ich mir hier die Kanonenkugel. Ich würde sagen, wir machen dann die ganzen Nebenquests noch, bevor wir storymäßig weitermachen. Ah, scheiße, da ist ja immer noch zu. Ah, geht aber. Achso, aber wir kommen durch die Tür nicht durch, ne? Das ist ja kacke. Oder geht es erst auf, wenn jetzt der Aufzug da ist? Scheiße. Das ist ja jetzt ein Kack. Das ist aber der, wo ich gerade war, oder? Na komm. Dann kann ich doch jetzt hoffentlich hier das Tor aufmachen. Perfekt. Ah, Moment. Ah, scheiße. Aber er ist eh noch weiter unten. Monsieur Laclos, Can I help you, madame? the representatives of the people are asking for your help, monsieur. Who exactly are you talking about? The patriots and representatives of the Third Estate who escaped the massacre. I need names, madame. Monsieur de Robespierre, Monsieur Lavoisier, the Marquis de Lafayette. All these men have declared themselves enemies of the cause to which we have sworn allegiance to. Is there any cause more important than saving the nation? No, of course not. And what do these so-called defenders of the people want from me? They believe they have found a way to neutralize the royal automats for good. And to do it, they beg you to give them one of the explosive cannonballs you invented. Ma foi, if there is a way to stop these death machines, then I have a duty to assist them. But you must understand that I shall remain on my guard.
When doing deals with the enemy, you must take precautions for when the game ends. If that's how you feel, then by all means take steps to ensure your safety. Let me think. Where are the representatives? At the Couvent des Cordeliers. Very well. Here's what we're going to do. I will go to the convent immediately and try to negotiate a truce. As for you, here is the key to a trunk in the next room. It contains a prototype of my cannonball, as well as the patents and pages that explain how to manufacture it. Bring all of this to me at the convent. However, do not give me anything unless I specifically request it. Is that clear? Perfectly clear, monsieur. I will follow your instructions. Okay, der ist jetzt weg, aber der geht nicht mit, schätze ich mal. Were you able to find proof of Lafayette's involvement in the National Guard debacle? No. Nothing that convinced me. One thing is certain. This Tartuffe would have taken infinite precautions. But I'm not sure the same could be said of his underlings. A band of brazen brutes who are hardly experienced in intrigues such as this. If I were you, I'd go back and investigate the area around Place Dauphine. Das hat man alles schon, ne? Ja. Gut. So, hier gibt es jetzt irgendwo eine Truhe mit dem Zeug. Ah ja. So, Prototyp der hohen Kanonen. Oh, sehr gut. Gut, dann gehe ich jetzt in den Konvent und dann ist die Folge zu Ende. Und dann machen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich die Bastille. Und... Ah, shit. Timing verkackt. So, reißen. Machen wir das mal zuerst noch. Achso, wir machen jetzt eh Schluss. Ja, Leute. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand den Steinbruch ganz cool eigentlich. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Steelrising, wenn wir den, wie ist das? Place de Dauphine untersuchen und dann ja, die restlichen Nebenquests machen, bevor wir in die Bastille aufbrechen, wo ja zumindest vorerst der Point of No Return ist. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal.